Was war bei San Lorenzo dieses Jahr alles los? Dieses Jahr war pures Chaos. 3 Monate haben sie keine Gehälter gezahlt, die Spieler haben trotzdem weitergespielt, sich für die Meisterschaftsendrunde qualifiziert, sich für die internationalen Wettbewerbe dabei qualifiziert. Also eine absolute Herzenssache, aber auch absolutes Chaos in der Vorstandsetage. Die Insolvenz steht kurz bevor und der Präsident wurde wortwörtlich vom Hof gejagt, musste so ins Polizeiauto einsteigen. Er wollte aber trotzdem nicht gehen und jetzt erst Ende Dezember wurde ein neues Übergangspräsidium gewählt, aber er will diese Wahl rechtlich anfechten und trotzdem im Amt bleiben. Also pures Chaos, viele Schulden, viele Probleme bei San Lorenzo und dann ist auch noch die größte Figur von San Lorenzo verstorben, nämlich Papst Franziskus. Der war nämlich großer San Lorenzo-Fan. ¡De Boca! ¡De Boca! ¡De Boca! ¡Sí! Y que gane San Lorenzo. Er kommt aus Flores, da wo San Lorenzo jetzt spielt, war aber großer Fan in Boedo und hat da auch die Spieler gesegnet, hatte eine Dauerkarte und eine Mitgliedsnummer und hat im Radio, auch als er im Vatikan gelebt hat, noch weiter die Spiele von San Lorenzo verfolgt. Zum Beispiel, als sie die Copa Libertadores gewonnen haben, haben sie gleich zu Papst Francisco gebracht. Also eine wirklich große Figur dieses Clubs und da war klar, wenn der verstirbt, dann ist bei San Lorenzo viel los und deswegen habe ich mich auf zu diesem Spiel gemacht. Da wurde vor dem Spiel erstmal Abschied genommen von den Fans in der Kapelle, die sich tatsächlich auf dem Vereinsgelände des Stadions von San Lorenzo befindet. Und wenn ihr ein bisschen mehr über die Geschichte von San Lorenzo wissen wollt, dann schaut euch doch einfach das Video zum Clasico gegen Huracan an. Da gehe ich ein bisschen drauf ein, warum San Lorenzo eigentlich von Anfang an ein katholischer Verein ist. Also die Gründungsgeschichte hat schon mit der Kirche zu tun. Sehr spannend und deswegen war bei diesem Spiel natürlich die Hölle los. Und bei San Lorenzo ist eigentlich immer großartige Stimmung, weil sie sind die melodischsten Fans und das ganze Stadion zieht mit in diesem weiten Rund und wenn alle mitsingen, ist es hier absolute Gänsehaut. Denken kann, gab es auch eine Blockfahne für den Papst und gelb-weiße Fahnen in den Farben des Vatikans zum Abschied für den größten San Lorenzo-Fan. Dieses Intro war natürlich chaotisch argentinisch, wie man sich das vorstellt. Die Blockfahne des Papstes, die gelb-weißen Fahnen, dazwischen irgendwie Rauch. Nicht so koordiniert wie die europäischen Choreografien, aber der Anspruch ist auch gar nicht da. Das ist der Stil, der hier herrscht und ich fand es ganz schön beeindruckend. Dann wurde auch noch angestimmt, der Papa ist de Boedo, eigentlich wie gesagt aus Flores, aber de Boedo heißt aus Boedo, also aus dem Viertel von San Lorenzo. Es
gab ein Sondertrikot, es wurde eine Papststatue aufs Spielfeld gestellt mit San Lorenzo-Schal. Also das war schon ganz großes Kino und für mich ein sehr emotionaler Abschied. In Argentinien ist es nicht so, dass es eine Schweigeminute gibt, also die wird angesagt, aber geschwiegen wird höchstens 2 Sekunden und dann wird es relativ lange applaudiert. Und das war sehr emotional. Bei San Lorenzo herrscht eigentlich immer großartige Stimmung, auch wenn der Fußball, den man da zu sehen bekommt, oft wirklich unterirdisch ist. Also ich war diese Saison oft bei San Lorenzo und ich habe wenige Male gesagt, ach, das war doch ein toller Fußballabend. Was San Lorenzo so besonders macht, sind seine Fans. Schon Diego Maradona hat gesagt, sie sind die kreativsten Fans und sind für viele Fanaktionen in Argentinien, die etabliert wurden, verantwortlich historisch. Also im großen Stil das Sammeln von Konfetti haben sie als erste betrieben, genau wie den Folienstab, der berühmt ist. Also sehr viel kommt von den Fans und vor allem die Lieder, die in ganz Argentinien gesungen werden, sind oft von den Fans von San Lorenzo gedichtet. Das hat viel damit zu tun, dass sie sehr gute Musiker haben, dass sie sehr gute Trommeln haben, aber natürlich auch mit der Verbreitung über YouTube. Auch ich habe schon vor 15 Jahren in den Anfangsphasen von YouTube San Lorenzo Fanvideos geschaut und bis heute sind die Fans sehr beeindruckend. Vor allem melodisch, sehr gut koordiniert und das ganze Stadion ist darauf getrimmt, mit einzusteigen. Also immer wieder schön hier zu sein in diesem weiten Rund, auch wenn es nicht in der besten Gegend liegt, komme ich gerne immer wieder hierher und schaue mir dieses Spektakel an auf den Rängen, das was San Lorenzo besonders macht. Und das würde ich jedem empfehlen. San Lorenzo ist einfach eine Wucht, schaut euch das an. Das ist ja alles schön und gut, aber auch das Papstspiel endete, wie sollte es anders sein, im Chaos. Das steht typisch für San Lorenzo. Die Fans warfen einen Böller auf die jubelnden Gegner, nachdem die in der letzten Minute getroffen haben. Also bei San Lorenzo ist wirklich immer was los. Auf jeden Fall wird es mit diesem Club nicht langweilig, auch abseits des Platzes. Abonniert uns doch auf Instagram, lasst einen Kommentar da, wenn ihr irgendwas zu San Lorenzo wissen wollt oder einen Kommentar dazu habt. Und natürlich lasst ein Abo für diesen Kanal da, das wäre sehr gut, das würde mich sehr freuen. Damit Grüße aus Buenos Aires, bis zum nächsten Mal.